mich vor einiger Zeit beworben. Wie beworben? Bei der Hilfsorganisation. Sie haben mir eine Stelle als Arzt angeboten. Wo? Afrika. Das ist unser Baby. Ist das nicht wunderschön? Ja, ist es. Daniel, ich liebe dich. Familienmitglieder dürfen auf keinen Fall mitbieten. Ich weiß, dass du das Bild ersteigert hast. Nein, du spinnst doch! Tristan! Verdammt nochmal! Bist du völlig durchgeknallt? Ist dir eigentlich klar, dass du mit dieser Aktion Helena als Betrügerin dastehen lässt? Uns alle. Man unterstellt uns bereits, dass wir heimlich die Preise in die Höhe getrieben haben. Du hast das Auktionshaus ruiniert. Und mich gleich dazu. Das war's. Ich kann den Laden dicht machen. Rebecca hat dieses Bild ersteigert über die von Anstetten. Damit Marlene sie noch ein bisschen geiler findet. Du bist doch komplett verrückt. Wir haben bald unzählige Klagen am Hals. Das können wir niemals bezahlen. Wir wollten durch diese Aktion unsere Firma retten. Jetzt ist alles kaputt. Du hast einen echten Van Gogh zerstört. Den Van Gogh. Die Familie. Helena. Du wirst die Verantwortung übernehmen. Für alles, was du getan hast. Tristan. Na, das sieht ja so aus, als wäre alles so, wie es sein sollte. Ja. Alles dran. Und du willst Hagen wirklich nicht sagen, dass er der Vater ist? Ich finde, das ist ein klassischer Fall von Notlüge. Also, das finde ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß genau, wie es sich anfühlt, aufzuwachsen, ohne zu wissen, wer der eigene Vater ist. Also du kannst jetzt deine Geschichte wirklich nicht damit vergleichen, denn das Kind wird einen Vater haben, Daniel. Ja, aber der ist Nix, aber niemand hat was von der Wahrheit. Und Hagen? Ich glaube, wenn er wüsste, dass es was zu wissen gibt, dann würde er es wissen wollen. Ja, ist auch egal. Ich habe auf jeden Fall Daniel versprochen, dass das alles ein Geheimnis bleibt. Und deswegen darfst du bitte auf gar keinen Fall... Hey, wie schon gesagt, du kannst dich auf mich verlassen. Auch wenn ich anderer Meinung bin, ich werde bestimmt nichts sagen. Unsere Hilfsorganisation ist davon überzeugt, dass Sie genau der richtige Mann für uns wären. Das freut mich natürlich. Dann wäre der Job noch zahm? Ja, natürlich. Aber wir bräuchten eine verbindliche Zusage. Bis morgen am besten. Wir müssen planen. Ja, das verstehe ich natürlich. Ich bin nur gerade privat in so einer schwierigen Situation. Naja, vielleicht ist dann der Kongo genau das Richtige. Ja, vielleicht. Ja, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Ich melde mich bei Ihnen, ja? Okay. Wiederhören. Auf Wiederhören. Ich würde gerne wissen, was los ist. Warum du das getan hast. Ich habe nicht damit angefangen, alles kaputt zu machen. Aber jetzt hast du mich und die gesamte Familie damit reingezogen. War das auch Teil deines Plans?
Helena, es tut mir leid. Es ging mir nur um Marlene. Ich wollte, dass sie weiß, wie es sich anfühlt, dass es ihr genauso beschissen geht wie mir. Oh Gott. Rebecca, wer war das? Tristan. Wieso? Er dachte, dass ich es dir schenken möchte. Gott. Ich habe einen Strohmann beauftragt, für mich zu bieten. Ich wollte natürlich nicht, dass es herauskommt. Es ist aber herausgekommen. Ich dachte, Rebecca würde inkognito mitbieten, dass sie diese von Anstätten beauftragt hat, für sie zu bieten. Tristan. Tristan. Diese Aktion mit dem Bild, das bist nicht mehr du. Das erinnert mich an früher. Ich will nicht, dass du wieder in diesen Zustand gerätst. Ich stand einfach total neben ihr. Ich konnte einfach nicht anders. Du hast dich nicht mehr unter Kontrolle. Doch, das habe ich. Ich weiß es nicht. Jeder hat das Recht, sich zu verlieben. Sogar sich in den Falschen zu verlieben. Aber vor allem hat jeder das Recht zu gehen, wenn die Liebe vorbei ist. Rebecca, Tristan wollte nicht das Bild zerstören. Er wollte mich zerstören. Ich habe echt nicht gedacht, dass er so weit gehen würde. Zuerst war ich natürlich auch schockiert, aber nicht, weil Jessica schwanger ist, sondern weil ich dachte, das Kind könnte von Hagen sein. Das wär's noch. Ist es ja zum Glück nicht. Womit kann ich dich glücklich machen? Mit einem Einser-Abi natürlich. Nein, Quatsch, eine Cola reicht auch schon. Die kriegst du. Danke. Hey. Oh Mann, ich wusste gar nicht, dass es so wunderbaren Kleinkram für Babys gibt. Nein, deswegen sollte man Mutter werden. Aber setzt Kim ja kein Floh und so. Feigling. Was habt ihr gekauft? Da! Schau dir mal das Teil an. Oh mein Gott. Ich werde Mama. So, ich muss ins Gestüt. Winston ruft. Das Polen? Ja. Danke. Ciao. 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 Jetzt zeig mal her. Du, dann kann er das Diejenigen unter uns, die des Altgriechischen mächtig sind, wissen natürlich, dass eine Krise nichts anderes ist als eine mit einem Wendepunkt verknüpfte Entscheidungssituation. Wohlan, entscheiden wir. Was sollen wir entscheiden? Dass wir das Auktionshaus dicht machen. Moment. Wir sind hier, um in Ruhe über alles zu reden. Das kannst du haben. Mit der Immobiliensparte haben wir einen unserer stärksten Zweige abgestoßen, um die Bank zu stabilisieren und diese Auktion zu finanzieren. Die Auktion ist geplatzt, das Geld verbrannt, die Bank immer noch pleite und wir sind im Arsch. Helena, wärst du so gütig, kurz die Gesamtsituation deiner Sparte zu referieren nach diesem Van Gogh-Debakel? Die erwarteten Gewinne werden aufgrund des Skandals ausbleiben. Saftladen. Du hast davon gar nichts eine Ahnung, also halt mal den Ball flach. Muss ich mir das bieten lassen? Anscheinend schon. Aber zurück zum Punkt. Damit ist doch ganz offensichtlich, dass sich das Auktionshaus nicht an der Sanierung der Lahnstein Enterprises beteiligen kann. Wer sagt das? Ich. Oder gehe ich etwa falsch in der Annahme, dass sämtliche Käufer der heutigen Auktion gegen uns klagen werden? Die Staatsanwaltschaft wird ermitteln und egal zu welchem Ergebnis sie kommt, der Ruf ist ruiniert. Aber ein guter Ruf lässt sich wiederherstellen, wenn darstellbar ist, dass eine Einzelperson für diese Manipulation verantwortlich ist. Ja, das ist richtig, Helena. Gibt es denn irgendeinen Hinweis, wer für dieses Debakel verantwortlich ist? Nein. Sicher? Ja, doch. Jetzt hör mir mal zu. Ich habe die Immobiliensparte verkauft, um diese Auktion überhaupt erst möglich zu machen. Ich habe ein Recht auf die Wahrheit. Ich weiß nicht mehr als ihr alle. Entschuldigt mich. Einer muss ja seinen Job machen.
geht's der lieben Familie? Sie flattern rum wie geköpfte Hühner und Lisbeth moderiert das Ganze wie ein Bingoabend in St. Peter-Ording. Werden Sie das Auktionshaus schließen? Sie werden akzeptieren, dass es keine Alternative gibt. Man sollte eine Strafanzeige wegen Betruges gegen Lahnstein Enterprises lancieren und den Vorgang beschleunigen. Gemach. Es wird auch ohne unser Zutun genügend Strafanzeigen geben. Wir wollen doch keine Aufmerksamkeit erregen. Das ist allerdings wahr. Nein, das Sushi ist immer noch nicht eingetroffen. Und eins sage ich Ihnen, sollte der Aal wieder nach Tilapia schmecken, dann mache ich Ihre Salmonellenfarm dicht. Eins ist dir hoffentlich klar. Ich werde Ermittlungen anstellen lassen. Also, was ist passiert? Jetzt red endlich! Wie? Hast du ihnen etwa noch nicht gesagt, was vorgefallen ist? Und wer dafür verantwortlich ist? Was ist? Sag's ihnen. Okay. Ich war's. Was? Ich habe versucht, die Auktion zu manipulieren. Helena, was redest du denn? Und warum solltest du so etwas tun? Ich habe mich von dem Gedanken verführen lassen, dass wir durch noch höhere Gewinne wieder festen Boden unter den Füßen kriegen. Ach, jetzt hör doch bitte auf. Es wurden Van Goghs versteigert. Da war doch klar, dass wir Spitzengewinne erzielen würden. Aber es tut mir leid. Ich muss völlig neben mir gestanden haben. Helena. Ich allein bin für das Debakel verantwortlich und ich trage die volle Verantwortung. Ich bin's nur. Kannst dir gar nicht vorstellen, was mir das bedeutet. Was? Ich hab dich doch beobachtet, du Schlingel. Wobei? Wie du das Ultraschallfoto angeguckt hast. Du hast ganz verträumt geschaut. Pass auf, Jessica. Wir haben da ein Problem. Ich glaube nämlich... Ich weiß, die Wohnung. Wir müssen raus und brauchen mehr Platz. Ich habe da vielleicht auch an ein kleines Häuschen am Stadtrand gedacht. Grün soll ja ganz wichtig sein für das ganze Baby-Feeling. Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich... Du musst dir keine Sorgen machen. Du bist Arzt. Die Bank wird dir einen Hammerkredit geben. Also wenn jemand vertrauenswürdig ist, dann ja wohl du, oder? Ja, Anne. Du bist das. Hast du keinen Schlüssel mit? Hi. Kuchen und 2 Sahnespender. Und? Das Kriseninterventionspaket. Na, was ist los? Ich dachte einfach, das haben wir lange nicht mehr gemacht. Mhm. So viel Sahne hat immer einen Grund. Also, was ist los? Raus mit der Sprache. Jessica und Daniel kriegen Baby. Verstehe. Du, ich weiß nicht mal, ob ich das selbst verstehe. Weißt du, ich dachte, ich käme damit zurecht, aber als sie da im No Limits diese Strampler ausgepackt hat, ich konnte da nicht mal hingucken. Noch mein Schneckchen. Ich dachte echt, ich bleib drüber weg, verstehst du? Und jetzt ist einfach alles wieder da. Und ich krieg ja auch noch irgendwie dieses Elterngeld. Könnte ich eigentlich ein Wasserbett kaufen? Ich wollte schon immer eins haben und das Baby mag's bestimmt auch, wenn schaukelt. Du sagst ja gar nichts. Hör mal, Jessica, können wir Ich nicht... verstehe schon, du bist überfordert, du bist ein Mann. Nein, ich möchte einfach... Sogar ein hungriger Mann. Hast du heute schon was gegessen? Jessica, das ist nicht das Problem. Das Problem Ich hab ist... schon kapiert, in Düsseldorf werden die Wohnungen verhökert nach dem Motto, alle bescheißen sich gegenseitig, bis die Blase platzt. Aber weißt du was? Selbst Maria und Josef haben das hingekriegt. Die hatten nämlich eine Mission. Jessica, können wir nicht einfach... Ich weiß, ich quassele wie diese Niagara-Dinger, aber das sind die Hormone und die Euphorie, weil wir bald zu dritt sind. Wir kriegen ein kleines Gummibärchen. Oh, ich liebe dich so. Ja.
Vielleicht solltet ihr doch noch mal über eine Adoption nachdenken. Ich weiß nicht. Warum nicht? Zweifelst du daran, dass man ein Kind, das man nicht selbst gezeugt hat, nicht genauso leben kann? Ich meine, schau mich an und Kim. Erstens, wir hatten das Thema schon. Und zweitens, je länger ich darüber nachdenke, desto weniger wird das eine Lösung, weil es mich einfach ständig daran erinnert, dass ich keine eigenen Kinder kriegen kann. Und das kann es doch nicht sein. Aber Dana, das ist doch gar nicht gesagt. Doch. Und weißt du auch warum? Je besessener Hagen und ich uns diesem Thema widmen, desto näher kommen wir der Katastrophe. Das reibt uns einfach ständig auf. Ja, aber da müsst ihr jetzt irgendeine Entscheidung treffen. Schon allein, weil es dich so unglücklich macht. Im Grunde genommen haben wir das ja schon. Und es ist auch okay. Ja klar, das hat eben wehgetan, aber andere Frauen können eben Kinder kriegen und ich nicht. Und das muss ich jetzt langsam mal akzeptieren. Hagen und ich, wir lieben uns über alles. Und das können nicht alle Paare von sich behaupten. Wir müssen uns jetzt einfach mal darauf einlassen, dass wir uns selbst genügen. Zu zweit. Für immer. Doch keine Sahne? Das Beste kommt zum Schluss. Hallo Papa, ich bin's, Helena. Ich habe keine Ahnung, wo du bist und es hat auch keiner was von dir gehört, aber bitte ruf mich an, ich brauche deine Hilfe. Meld dich ja. Es kann dich ja wohl niemand dazu zwingen, alleine die Familie zu retten. Außerdem, dieser ganze Business-Kram, das bist nicht du. Du wolltest alte Steine in Kambodscha ausbuddeln. Hier muss irgendwo eine römische Ausgrabungsstätte in der Nähe sein. Könnte eine Vase gewesen sein, aber an sich völlig wertlos. Hey, hör mal auf, immer alles nur nach Kohle zu beurteilen. Hier geht's um was viel Wichtigeres. Und um was? Hier geht's um dich. Weißt du, was die alte Helena dazu gesagt hätte? Das ist ein Zeichen. Gräfin, die Herrschaften wünschen Sie in der Bibliothek zu sprechen. Jessica, wir wohnen auch da. So, nur für eine Nacht? Daniel ist so platt von der Arbeit, der will ich, dass er sich auch mal entspannt. Nein. Jetzt stell dir doch mal vor, Daniel ist total gestresst und du schlitzt dir die Pulsadern beim Spülen auf. Da willst du doch auch einen Arzt haben, dem nicht die Hände zittern. Also es ist auch in deinem Interesse. Nein. Komm schon, du bist ins Ebert los. Wieso? Weil wir ins Grüne ziehen. Wegen dem Gummibärchen. Weiß Daniel schon von seinem Glück? Ja, klar, und er kann es kaum noch erwarten. Und wie sehe ich aus? Perfekt. Jessica, warst du mit Hagen im Bett? Ich wollte das nicht. Du liebst mich doch. Das mit uns, das darf doch nicht so enden. Oh, doch. Ich hatte einen richtigen Filmriss. Ja, und wenn du könntest, dann würdest du alles wieder rückgängig machen. Du hast mich die ganze Zeit verarscht. Ich liebe dich. Ich dich aber nicht mehr. Du hast uns angelogen. Es war Tristan, der bei der Auktion mitgeboten hat. Warum hast du das getan? Entschuldige, Helena. Aber warum soll Tristan nicht dafür gerade stehen? Die Konsequenzen betreffen uns alle. Ich verstehe ja, dass du Tristan beschützen willst, aber das ist nicht der richtige Weg, Helena. Es tut mir leid. Aber ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, in den letzten Wochen ging es nur noch um Zahlen, Gewinne, Verluste. Dass wir eine Familie sind,
die füreinander da sein sollte. Das fällt doch völlig hintenüber. Diese Firma funktioniert nur, weil wir eine Familie sind. Ach, wirklich? Hat irgendeiner von euch mitbekommen, dass es Tristan wieder richtig beschissen geht? Er steht völlig neben sich. Er ist schon fast wieder wie früher. Das habe ich gar nicht gewusst. Stimmt das? Warum habt ihr denn nichts gesagt? Ich dachte, es bezieht sich nur auf Marlene und auf mich. Aber Ich weiß, dass du in den letzten Wochen alles getan hast, um das Unternehmen zu retten. Und das ist bewundernswert. Auch wie du wie ein Fels in der Brandung Papas Platz eingenommen hast. Aber jetzt braucht Tristan eure Hilfe. Und was mit dir? Ich werde die volle Verantwortung für das Auktionsdebakel übernehmen. Und dann werde ich Düsseldorf verlassen. Das ist doch völlig überstürzt, Helena. Ehrlich gesagt habe ich vor lauter Ich muss mich um die Auktion kümmern völlig vergessen, dass ich einen Beruf habe, den ich liebe. Ich bin Archäologin. heißt das, du willst wieder an Ausgrabungen teilnehmen? Ja, mein Professor hat mir signalisiert, dass ich jederzeit in Kambodscha herzlich willkommen bin. Mein Entschluss steht fest. Ich bitte euch nur, euch während meiner Abwesenheit um Tristan zu kümmern. Er braucht jetzt Menschen, die für ihn da sind. Ihr entschuldigt mich. Ich habe vor meiner Abreise noch ein paar Dinge zu erledigen. Helena. Tristan. Wenn Rebecca nicht mitgeboten hat, warum hast du ihr das Geld zukommen lassen? Na, denk mal scharf nach. Ich will jetzt wissen, was hier gespielt wird. Sollte ich das nicht viel eher dich fragen? Hattest du mir nicht gesagt, du bräuchtest das Geld für ein Musical? Muss ich ahnen, dass du es zweckentfremdest? Dass du damit verbotene Sachen machst? Du hast mich dazu gebracht, das zu tun. Du hast das Auktionshaus ganz allein ruiniert, weil du ganz heiß drauf warst, deiner Ex ein Bein zu stellen. Und das Beste ist, Helena deckt dich auch noch. Hätte ich der Kleinen gar nicht zugetraut, aber vielleicht liebt sie dich ja mehr als du dich selbst. Loser. Damit wirst du nicht durchkommen. Hey, schön, dass du noch da bist. Hey, ich wollte gerade los. Ich habe was für dich. Echt? Pass auf. Danke. Das ist echt lieb. Das ausgerechnet du. Ich dachte, du siehst aus wie eine Mädchenmama. Das ist echt nicht selbstverständlich. Wieso? Du weißt schon, wegen der ganzen Leimhatter-Geschichte. Das ist kein Thema. Ich komm klar damit. Schön. Hast du ein Bild von dem Baby? Ich meine, Ultraschall oder so. Klar. Es sieht zwar noch aus wie ein Gummibärchen, aber ich liebe dieses kleine Gummibärchen. Das ist auch euer Gummibärchen. Andi, hey. Komm, tu nicht so überrascht. Du hast mich angerufen, wolltest mit mir reden. Ja. Ich wollte, kannst du dich noch erinnern, als wir unseren Ausflug zum See gemacht haben? Na klar. Als wir über unsere Träume gesprochen haben? Die hast du noch. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals zu dir sagen würde. Und es fällt mir auch wirklich schwer, aber du hattest recht. Ach komm, das hatte ich doch immer. Aber das stimmt. Wenn man nicht an seine Träume glaubt, dann wird das nichts. Und genau das werde ich jetzt tun. Aha. Ich gehe nach Kambodscha. Ich habe so lange davon geredet und darüber nachgedacht. Und jetzt werde ich es tun. Ach, das ist ja echt... Boah. Wow. Und wann? Heute noch.
Du meinst es echt ernst, oder? Ja, ich habe gerade mit meinem alten Professor telefoniert und er kann tatsächlich noch eine helfende Hand gebrauchen. Was, jetzt sag nicht, du willst mitkommen. Das hat schon mal nicht funktioniert. Nee, das wird auch gar nicht gehen, weil ich habe gar keine Zeit. Ich werde nämlich Arnos Erbe antreten und Brandnerbau übernehmen. Nicht länger vor der Verantwortung fliehen. Echt jetzt? Also, war das Andi, der das gerade gesagt hat, mit Verantwortung und so? Ja. Gratuliere. Ich werde dir auf jeden Fall schreiben. Und ja, nimm die, damit du deine Träume nie vergisst. Ich weiß, was passiert ist. Hast du mit Ansgar gesprochen? Nein, wieso? Was ich weiß, ist, dass du auf den Van Gogh geboten hast und dass du damit Rebecca Angst gemacht hast. Und letztendlich auch Helena. Was ist mit ihr? Sie wird Düsseldorf verlassen. Wegen mir? Wegen dem, was vorgefallen ist? Tristan, ich müsste lügen, wenn ich jetzt sagen würde, es hätte nichts mit dir zu tun. Tristan, du bist mein Bruder und ich weiß, du hast in letzter Zeit viel durchgemacht. Du bist verlassen worden von der Liebe deines Lebens und ja, da macht man mal Dinge, die hätte man besser nicht getan. Sebastian, was willst du von mir? Hör auf damit! Diese Nachstellungen, diese aggressiven Übergriffe, lass es einfach sein. Marlene ist frei und sie hat sich gegen dich entschieden. Akzeptier das. Du musst das akzeptieren. Und du musst dagegen ankämpfen. Oder willst du wieder zurück in diesen dunklen Strudel, wie damals mit Helena? Vergiss bitte eins nicht. Du hast eine Familie, die hinter dir steht. Und wenn du mich brauchst, dann bin ich da. Hey. Unglaublich. Was denn? Wie winzig der ist. Dass da so ein kleiner Mensch reinpasst. Naja, ist auch egal. Wir wollten ins Kino. Ja, wie war's zu Hause? Totales Chaos, erzähl ich dir später. Ich muss eh los. Danke, dass ihr uns die WG freigibt für einen romantischen Abend mit allen Schikanen. Ja, Beziehungsarbeit ist ja auch Arbeit. Tschüss. Entschuldigung. Wofür? Komm, ich hab doch gemerkt, wie du reagiert hast, als ich dieses Jäckchen... Mann, ich freue mich halt wirklich für die beiden. Ich weiß. Das tue ich auch. Eigentlich. Für mich ist dieses ganze Thema einfach immer noch vermintes Gelände. Aber ich dachte, wir waren uns doch einig, dass wir damit durch sind. Wollten wir nicht ins Kino? Vielleicht ist es besser, wir bleiben hier und reden. Tristan. Stimmt es, was Sebastian gesagt hat? Dass du Düsseldorf verlassen willst? Ja. Es ist wegen mir, oder? Weil ich es vergeigt habe, weil du die Verantwortung für meinen Schwachsinn übernimmst. Nein, du hast mir, ohne es zu wollen, einen riesigen Gefallen getan. Helena, bitte, das ist doch totaler Unsinn. Hör auf, die Verantwortung für mich zu übernehmen. Tristan, hör mir zu. Ich werde allen sagen, dass ich es war. Ich sorge dafür, dass du deinen Ruf wiederbekommst und dass du das Auktionshaus zurückbekommst. Wir rehabilitieren dich. Darum geht es nicht mehr. Unsere Firma steht kurz vor dem Aus und damit auch unsere Familie. Ansgar ist pleite, Sebastian ist aus dem Rennen und meine Sparte ist jetzt auch noch dicht gemacht worden. Aber es gibt noch das Gestüt und LCL, das No Limits und vor allem Lahnstein Entertainment. Tristan, wenn du helfen willst, dann häng dich jetzt rein. Bring ein neues Musical auf den Markt oder verkauf Lily Rose nach Japan oder sing meinetwegen selbst. Aber sorg dafür, dass die Firma überlebt. Es geht um viel mehr als meinen Ruf. Es geht um die Familie. Ich will nicht, dass du gehst.
Und schon gar nicht so. Ich kann mich einfach nicht für sie freuen. Und das werde ich auch in Zukunft nicht, weil ich einfach die ganze Zeit daran denken muss, wie ungerecht das ist. Was ist mit dir? Watched by the windowsill, you disappear into the corner store. I could swear that I saw you slip out the back. Natürlich finde ich es traurig, dass wir kein Kind haben können, aber ich bin auch so glücklich mit dir, weil du bist und weil ich dich liebe. Über alles. Ich wünschte nur, ich könnte dir irgendwie helfen. Ich hätte vielleicht eine Idee. Willst du gehen? Ja. Können wir einmal vorher noch kurz die Dienstpläne für nächste Woche durchgehen? Sicher. So. Wow. Danke. Nicht zu dick aufgetragen? Nee, siehst super aus. Bei den Nachtschichten, die du in letzter Zeit gefahren hast, liegt mal ein Urlaub drin. Sonst lässt sich demnächst die Krankenhausleitung hier mit Magengeschwüren einliefern. Okay. Alles gut? Ja, sicher. Bin nur müde. Dann wird's dich freuen zu hören, dass du die nächsten 3 Tage hier nicht auftauchen musst. Lass dich mal von Jesse verwöhnen oder die Seele baumeln. Womit hat er das verdient? Ist einfach der beste Mann der Welt. Mein bester Mann. Du warst ein verdammt guter Freund in letzter Zeit. Danke für alles. Denn dein Urlaub wird nicht so lange dauern, dass wir jetzt hier die ganz große Show abziehen müssen. Jessica? Du. Wir müssen reden. Daniel kommt gleich. Du siehst ja, wir machen einen romantischen Abend mit dem ganzen Schnickschnack. Hör zu, ich mach's kurz. Es geht ums Baby. Dana, ich kann nichts dafür, dass ich so schnell schwanger werden konnte. Ich weiß. Und ich kann nichts dafür, dass ich das nicht aushalten kann. Du hast doch gesagt, es ist okay für dich. Ja, ich hab mir da was vorgemacht. Ich kann dir nicht beim Schwangersein zugucken. Es tut mir einfach zu weh. Dana, es tut mir leid. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Hagen und ich werden hier ausziehen. Aber ich will, dass du das nicht persönlich nimmst. Das ist mein Ding. Okay. Ja, ich muss da mal los. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke. Tschüss. Wow. Seid ihr etwa alle wegen mir hier? Das ist doch das Mindeste. Ein Abschied ist ja so kurzfristig, um eine würdevolle Abschiedsfeier zu organisieren. Ich bin ja nicht aus der Welt. Aber du wirst uns fehlen. Und das nicht nur, weil du uns immer wieder den Kopf zurechtrückst. Wenn wir mal wieder vergessen haben, worum es eigentlich geht. Ach, und was sollte das sein, deiner Meinung nach? Und vergiss neben all deiner Begeisterung für Tonscherben nicht, dass wir dich lieben. Das werde ich bestimmt nicht. Komm mal her. Muss es unbedingt das andere Ende der Welt sein? Dann wünsche ich dir viel Glück in Asien. Alles gut. Also wenn ausgerechnet du am anderen Ende der Welt einen Schatz finden solltest, der uns hier über den Berg bringt, dann hey, immer her damit. Lass dich drücken, kleine Schwester. Ich meine, dein neues Leben beginnt genau jetzt. Noch eine Kleinigkeit von Frau Linse. Für die Reise.
Leben Sie wohl. Ach, Justus, Sie alter Pinguin, kommen Sie her. Du bist nie allein. Wir sind zwei. Für immer. Für immer. So. Dankeschön. Helena, Wo willst du denn hin? Sieht nach einer längeren Reise aus. ja, eine sehr lange Reise. Liebe Jessica, wenn du diesen Brief liest, bin ich dabei, Düsseldorf zu verlassen. Scheint unser Schicksal zu sein, dass wir immer in schwierigen Zeiten aufeinandertreffen. Ich mag das Schicksal. Ja, ich auch. Ich weiß, dass es ein Schock für dich ist, weil ich bis zum Schluss alles dafür getan habe, dir und auch mir einzureden, dass alles in Ordnung ist. Dass wir eine Familie gründen, weil ich dich nicht verlieren wollte. Also Kambodscha, ja? Ja, Kambodscha. Dort erfülle ich mir jetzt meinen Traum. Und du? Eigentlich Afrika, aber in Kambodscha war ich auch noch nie. Weißt du, welchen Spruch ich nie kapiert habe? Aber so langsam macht er Sinn. Vielleicht, dass der Weg das Ziel ist? Wie hast du das denn erraten? Hier geht es nicht nur um mich, sondern auch um dich und dein Baby. Dieses Baby ist dein Kind und deine Verantwortung. Und es hat bereits einen Vater, Hagen. Ich werde unsere gemeinsame Zeit nie vergessen. Daniel.